Hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Das ist jetzt der Teil 3, wo ich euch etwas über die Beiderwandbindung erzähle und wie ich damit Bilder webe. Wenn ihr Teil 1 und 2 noch nicht gesehen habt, wäre es schon sinnvoll, das vorher anzugucken. Ihr könnt versuchen, ob ihr jetzt auch folgen könnt. Ist eure Entscheidung. Im letzten Teil habe ich euch gezeigt, wie man aus diesen beiden unterschiedlichen Teilen, nämlich einmal die Grundbindung und einmal die Musterbindung, die dann ein Doppelgewebe wird, wenn man die beide miteinander verbindet, wie man dann dahin kommt. Ich habe da so eine kleine Blume gemalt gehabt und habe euch gezeigt, wie man die weben kann mit den beiden Stäben. Heute wollte ich euch jetzt mal zeigen, dafür habe ich einfach nochmal den gleichen Entwurf genommen, wie ich das jetzt mache, wenn ich da Farbe verwenden will. Ich habe jetzt mal diese zwei Puschels. Bei einem echten Bild wäre ich damit jetzt nicht zufrieden mit der Farbe, aber es kommt ja nicht so drauf an. Ich will euch ja nur zeigen, wie man jetzt die Farbe hier dazu bringt. Wichtig ist, die Puschel, die müssen ungefähr, es kommt nicht ganz genau drauf an, aber ziemlich genau, so dick sein wie der dicke Schuss vom Grundschuss. Meine Wahl ist da immer ungefähr 4-mal so dick wie der Grundschuss. Also ich habe hier jetzt 4 Fäden und bei dem weißen Schuss habe ich nur einen Faden. Das ist wichtig, damit das richtig abdeckt und damit es natürlich, das wird sonst alles schief und krumm, wenn die sehr unterschiedlich sind zu dem Grundschuss. Werdet ihr nachher sehen. Also ich zeige euch jetzt, wie ich da die Farbe einsetze. Ich habe jetzt hier wieder den Entwurf hinter die Kette geheftet und beginnen tut man genau gleich wie bei der anderen Blume, die nur in weiß ist. Ich hebe alles hoch, was nicht schwarz ist. Ich trete meinen Mustertritt und in dem Fall alles, was orange ist, ist egal. Also alles, was nicht schwarz ist, wird hochgehoben. Dann trete ich meinen zweiten Tritt, schiebe den Stab wieder durch das Fach, das hier entsteht, ziehe den raus, hebe den hoch oder stelle den gerade, dass ich Platz habe für mein Schiffchen und schieße mit dem dicken Schuss durch. Ihr seht, der geht ja jetzt wieder hier unten durch und macht mir somit Platz für den orangenen Faden. Ich gehe jetzt nicht weiter, indem ich jetzt den weißen Schuss schon schieße, sondern ich bleibe bei dem, bleibe im zweiten Tritt und habe hier jetzt Platz für die andere Farbe. Dazu mache ich genau diese Lücke voll mit dem orangenen Faden. Also den hier hebe ich hoch, damit ich da drunter kann. Den Rand, den einzelnen Faden, den ich da noch habe, hebe ich auch hoch. Ansonsten webe ich den Faden einfach nur so ein, wie die Bindung ist. Ich lasse hier natürlich ein Ende, weil ich das später vernähen muss. Nur am Rand gucke ich, dass ich genau bis zum Rand von dieser Fläche komme, die ich freigelassen habe. Dann wird das angeschlagen und jetzt mache ich wieder weiter. Dritter Tritt, einfach nur den weißen Schuss schießen. Soweit. Jetzt wieder Mustertritt. Ich hebe alles hoch, was nicht schwarz ist. Da komme ich jetzt auch schon zu dem Gelb. Trete, weil ich von rechts komme, den vierten Tritt. Schiebe wieder meinen zweiten Stab unten durch. Ziehe meinen ersten raus, stelle den zweiten hochkant, schieße den Grundschuss, also den dicken, schlage an und bleibe in diesem Fach. Und jetzt webe ich erstmal das Orange in dem Fall, weil ich damit schon angefangen habe, genau bis zum Rand. Also ich nehme den äußersten Faden
Wobei ich da manchmal den hier nicht unbedingt, also bei dem Faden kann man sich entscheiden, gehört der noch zu dem Blau oder gehört der jetzt schon in diese Linie. Das kommt drauf an, wie diese Fläche ist. Ich nehme jetzt den hier als äußeren Faden und sage, der gehört noch zu dem Blau dazu. Dann kehre ich um und wiebe eben einfach diese ganze Fläche wieder aus mit Orange. Jetzt fange ich hier mit dem Gelb an, nehme auch den äußersten Faden hier, dann einfach durch und beachte die Bindung. Nur wieder den äußersten Faden hebe ich hoch und gehe da unten durch. Lasse hier auch wieder ein Stück übrig, was ich nachher vernähen will. Schlag an, wechsle das Fach und jetzt kommt wieder mein weißer Faden von rechts beim 5. Tritt. Und ab da wiederholt sich das. Ich fange jetzt wieder von links an mit dem Mustertritt. Heb alles hoch, was nicht schwarz ist. Zweiter Tritt. Den zweiten Stab rein, den ersten raus, stelle den hochkant und schieße den Grundschuss. Der dann ja überall zu sehen ist, da wo ich es nicht hochgehoben habe. Und das will ich ja auch so. Schlag an, bleib aber in diesem Tritt. Also ich bin jetzt beim zweiten Tritt. Mache die Umkehrung ganz am Rand von dieser Fläche, wo ich ausgehoben habe. Den äußersten Faden nehme ich mit, kehre um und webe die Fläche voll mit Gelb oder mit Orange. Man muss immer genau aufpassen, welches ist der äußerste Faden. Sind ja immer so 3 Fadengruppen, also eine Gruppe aus 3 Fäden, so. Und manchmal steht da nur noch einer oder 2 oder eben alle 3. Hier ist es, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, einer, der gehört aber noch zu dieser Fläche jetzt dazu. Man könnte meinen, es ist nicht so, weil da man ein Stück Blau sieht, aber dieses Blau ist von der Bindung, die unter dem Orange sein muss. Also ich nehme immer den äußersten Faden wirklich, suche mir den und webe bis dahin. Schlag an, wechsle den Tritt und schieße den weiteren Faden. Dann wieder von der rechten Seite wieder den Mustertritt, heb alles hoch, was nicht schwarz ist. Manchmal muss man so ein bisschen, bin ich selber unsicher, gehört der Faden jetzt gerade noch so dazu oder ist der schon eins zu weit. Mit der Zeit kriegt man da so ein Auge dafür und das ist auch nicht so entscheidend. Bei so einer großen Rundung wird es nachher nicht mehr so sichtbar. Also von der rechten Seite, 4. Tritt. Ich schieße den Grundschuss. Schlag an, bleib in diesem Tritt und mache jetzt wieder die Fläche voll mit Orange und hier mit Gelb. Und nimm immer den äußersten Faden. Schlag an, wechsle den Tritt, wieder im 5. Tritt, schieße von rechts den weißen Dünnen. So, und jetzt bin ich wieder einmal durch. Und so entsteht jetzt langsam dieses Bild. Wenn man natürlich jetzt ein Bild hat, das die ganze Breite ist, dauert so ein Schuss etwas länger. Man muss alles hochheben, was nicht schwarz ist. Man hat vielleicht, ich habe manchmal 20 oder vielleicht sogar 30 von diesen Puschels, die dann nebeneinander liegen, wenn ich so ein Bild webe. Aber das Prinzip würde ich erstmal ausprobieren an so was Kleinerem. Dann hat man einen schnelleren Erfolg und versteht vielleicht auch ein bisschen besser, wie es funktioniert.
Hier berühren sich jetzt die beiden Fäden, die beiden Farben. Es ist nicht nötig, dass man sie jetzt irgendwie umeinander rumschlingt oder irgendwie. Man muss einfach nur das Prinzip weitermachen. Den äußersten Faden von der gelben Fläche nehmen, um den rumgehen und das dann weben. Und hier auch mit dem einfach umdrehen und zurückgehen, weil es wird ja gehalten, auch davon, dass ich jetzt mit dem weißen Faden noch schieße. Also das wird ein Gewebe, das nicht davon gehalten wird. Es ist nicht wie beim Gobelin. Man muss keine Verzahnung in irgendeiner Form machen. Das finde ich sehr praktisch, ehrlich gesagt. Ich finde das schön. Man muss aufpassen, wenn man gerade Linien webt, muss man schon auch aufpassen, dass man nicht irgendwie zu sehr zieht, damit es dann einfach gerade liegt. Aber wenn man das gut macht und einfach schön entspannt und locker weiter webt, kann man sogar eine gerade Linie nach oben machen, ohne irgendeine Verzahnung zu brauchen, weil das ja gehalten wird von dem Grundgewebe. Das finde ich einen sehr positiven Aspekt davon. Wichtig ist auch zu wissen, an der Stelle ist es jetzt kein Doppelgewebe mehr. Hier hatte ich das ja, wenn ich das nur weiß und blau webe, dass es an der Musterstelle ein Doppelgewebe ist. Dadurch, dass ich jetzt diese Fäden mit reinwebe, ersetze ich ja eigentlich nur das Blau durch ein Orange. Das Blau geht unten durch und dadurch mache ich jetzt das Orange. Aber das hat dann auch diese Verbindungspunkte und ist an dieser Stelle dann auch kein Doppelgewebe mehr. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Das lässt sich lösen, aber ich zeige euch gleich wie. Hier kommt jetzt wieder das Schwarz. Das heißt, wenn ich das jetzt so mache, dann habe ich den Faden, hier habe ich den dunklen, ich will den aber, will da ja das Dunkle haben und nicht das Orange. Also kann ich Folgendes machen. Ich kann vorher, bevor ich das hochhebe, gucken, wo muss ich denn nachher wieder rauskommen und gehe dann vorher schon unten durch, bis ich an dieser Stelle bin, wo ich rauskommen will. Hier ist ein bisschen schwierig, weil ich genau unter dem hier durch muss. Bei einem Faden, ihr werdet gleich sehen, wird das auch nicht so schlimm, das sieht man nicht. Also ich gehe jetzt hier hoch, da bin ich rausgekommen. Gehe jetzt hier wieder runter und hebe die hier hoch. Wir sehen gleich, was dann passiert. Ich schieße mit dem und der soll dann ja jetzt an dieser Stelle sichtbar sein. Der verdeckt jetzt das, was ich da unten durchgemacht habe und ich kann direkt von hier weitergehen und diese Fläche füllen. So gibt es mehrere solche Tricks, sage ich mal, wie man das dann machen kann. Mit der Zeit entwickelt man die so ein bisschen. Also hier ist es jetzt nicht schlimm, weil der Faden sowieso oben ist. Ich gehe dann jetzt einfach hier rum und dann sieht man hier den blauen. Jetzt ist es ja nicht schlimm, wenn ich von der Seite komme, dann kann ich einfach genau bis dahin, wo ich möchte. Also ich gehe mit dem Gelb einfach jetzt bis hier. Das ist wieder mein äußerster Faden. Und dann mit dem Orange dann bis hier, das ist mein äußerster Faden. Und hier in der Mitte sieht man dann das Blau.
Also manchmal muss man praktisch einen Schuss vorausdenken und überlegen, wo muss dieser Faden sein am Ende. Das kann auch passieren, wenn wir die zwei Fäden aufeinandertreffen, also nicht nur zu dem Grundschuss, sondern einfach auch zwei Farben, die aufeinandertreffen, muss man eigentlich immer einen Schuss vorausdenken und überlegen, was passiert, wenn ich den nächsten Schuss mache, wo muss dann dieser Faden sein. Und eventuell muss man dann gucken, hier so eine kurze Strecke ist wieder nicht so schlimm, seht ihr auch gleich, warum. Da kann ich das nämlich auch so machen. Ich lasse den hier mal noch locker. Also ich schieße den noch nicht dran, gehe mit dem aber schon bis zu meinem äußersten Faden. Gehe mit dem auch rüber bis dahin. Und wenn ich jetzt anschlage, liegt der über dem Orangen. Also der Orange liegt dann praktisch davor. Das ist dann ein bisschen zu dick an der Stelle, aber das relativiert sich, wenn man das nicht dauernd macht. Also an einer größeren Stelle mache ich das so wie hier. Ich gehe unten durch. An so einer kleineren Stelle kann man es auch so machen, dass der einfach unter dem liegt, dann angeschlagen wird. Und wenn ich dann weiter webe, bleibt das auch so. Und später sieht man das dann nicht mehr. Jetzt wechseln die Farben. Und ich könnte die jetzt abschneiden, aber ich muss das nicht. Ich kann einfach auch unten durchgehen. Aber immer einen Faden da so mitnehmen, dass es unten mit bindet. Dann gehe ich hier hoch. Muss natürlich jetzt gucken, mit dem Gelb muss ich das genauso machen. Aber in die andere Richtung. Immer da einen Faden mitnehmen, dass es nicht einfach nur unten durchhängt. Man kriegt mit der Zeit mit, welche das sind, dass man es nicht sieht oben. Und dann habe ich die jetzt getauscht und gleich werdet ihr sehen, das sieht man nicht. Auf der Rückseite schon, aber die interessiert mich ja nicht. So. Und dann ist nämlich, sind die Fäden einfach getauscht und ich bin jetzt auf der anderen Seite mit der anderen Farbe. Und kann hier dann genauso, ach, hier ist auch noch ein guter Moment. Ich möchte jetzt nicht einfach nur, ich könnte das so machen, dass ich das jetzt hier einfach so rüberziehe. Dann hat man hier so eine lange Schlaufe. Ich mache das dann in dem Fall lieber so, dass ich hier reingehe. Von da dann komme und dann hier rüber gebe. Dann sieht das sauberer aus. Hier ist es nicht so weit, obwohl es auch schon ziemlich weit, also dann mache ich das genauso. Ich gehe genau an der Stelle, wo ich da bin, rein. Komme von da dann raus, wo ich hin will. Und webe das dann hier rüber. Und dadurch wirkt es sauberer.
Es ist wichtig, dass man regelmäßig den Breithalter dann nach vorne tut, weil, besonders wenn sich das Gewebe sehr stark einzieht, verändert sich das da ein bisschen. Also man muss gucken, dass man den Abstand nicht zu groß macht, sonst ist das nachher so. Und dann, wenn er den Breithalter rein tut, wird es wieder so. Und das Blatt Papier darunter verändert sich ja nicht. Also muss man da wirklich gucken, dass man ein bisschen schneller den Breithalter nach vorne tut als normalerweise. So, geschafft. Jetzt ganz wichtig, am Ende dran denken, auch da nicht einfach direkt da abschneiden natürlich, sondern da ein Stück übrig lassen, um das nachher zu vernähen. Ich vernähe die dann später auf der Rückseite. Also wird einfach durchgestochen und auf der Rückseite dann vernäht und dann sieht man nachher nichts mehr von den Fäden. Wenn ihr es jetzt bis hierher geschafft habt und sowohl das hier als auch jetzt das mit den Farben hingekriegt habt, dann seid ihr schon richtig weit, weil dann fehlt wirklich im Grunde nichts mehr, um solche Bilder zu machen. Es sind dann ein paar mehr Flächen, ein paar mehr Farben und natürlich ein bisschen größer. Aber ich glaube, ihr habt jetzt alles an der Hand, was ihr braucht, um sowas hinzukriegen. Oder dann auch wieder sowas. Wichtig ist, dass ihr beim Entwurf überlegt, dass ihr nicht zu kleine Flächen macht. Also das hier, das hat mich schon so an die Grenzen gebracht. Das ist schon wirklich sehr klein. Das sieht am Ende, wenn das fertig ist, sieht man das nicht mehr so oder fällt einem nicht mehr auf. Aber wenn man am Weben ist und hat da überall so Puschel rumliegen, dann ist es schon ein bisschen diffizil. Das heißt, ich würde euch für den Anfang empfehlen, ein bisschen größere Flächen zu machen. Nicht zu diffizile Entwürfe zu machen. Aber ihr könnt euch dann da langsam rantasten und immer mehr solche Dinge machen. Ich hoffe, dass einige bei euch dabei sind, die es wirklich ausprobieren. Ich mache euch wirklich Mut. Probiert das aus. Ich finde, es ist eine tolle Bindung, die mich seit Jahren fasziniert. Man kann tolle Sachen damit machen. Ich finde zum Beispiel, man könnte super Kleiderstoffe damit machen. Also für eine Jacke, das Rückenteil oder so. Ich bin nur leider nicht gut im Nähen, deswegen ist das nicht mein Ding. Aber wenn es euer Ding ist, ja, macht das. Ich fände das wirklich toll mal zu sehen von euch, ob da irgendwas an Fotos von euch kommt, was ihr ausprobiert habt. Ja. Oder natürlich auch Fragen, wenn ich noch irgendwas vergessen habe, was für mich normal ist, was ich einfach ganz selbstverständlich mache und ihr steht da vor und denkt so, da weiß ich jetzt einfach nicht weiter. Sagt das mir, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche dann ein Video zu machen und erkläre das nochmal ein bisschen genauer. Viel Spaß beim Weben. Tschüss!